Sicher hast du schon mal vom demografischen Wandel und der Alterspyramide gehört. Das Wort Alterspyramide setzt sich aus den Wörtern Alter und Pyramide zusammen. Mit den Pyramiden in Ägypten haben sie nichts zu tun. Mit dem Matterhorn schon eher, zumindest was die Form anbelangt. Du erfährst in diesem Video, wie eine Alterspyramide aufgebaut ist. Und wir spulen ins letzte Jahrhundert und schauen uns dort an, wie der Krieg und die Wirtschaftslage die Altersstruktur beeinflusst haben. Was kostete ein Liter Milch in Deutschland im Jahre 1923? Wetten, du liegst daneben? Was hat die spanische Grippe im Jahr 1918 mit der Bevölkerungsstruktur zu tun? Und wackelt die Alterspyramide, wenn die Preisstabilität nicht mehr gewährleistet ist? Auf einer Bevölkerungspyramide werden links die Männer und rechts die Frauen dargestellt. Sie werden durch die Mitte getrennt. 1870 lebten in der Schweiz 2,7 Millionen Menschen. Heute sind es mehr als dreimal so viele. Auch im Jahr 1870 war es keine klassische Pyramidenform. Die Struktur glich vielmehr einem spitzen Berg wie das Matterhorn. Das Fundament bildeten die Kinder. Es war normal, dass eine Frau durchschnittlich 4 Kinder zur Welt brachte. Leider starben damals viele Kinder bereits im Säuglingsalter oder in ihren ersten Lebensjahren, was der Rückgang auf der Grafik erklärt. Heute ist dies glücklicherweise nicht mehr so. Ein Grund ist die gute medizinische Betreuung und Versorgung. Die Sterblichkeitsrate von Säuglingen war damals extrem hoch. Heute ist dies für uns glücklicherweise kaum mehr vorstellbar. Die Kleinsten werden wunderbar versorgt. Über die Jahre hinweg veränderten sich die Altersstrukturen bedeutsam. Aber Veränderungen in der Demografie geschehen meist langsam und werden nicht unmittelbar wahrgenommen. Früher gab es meist von Jahrgang zu Jahrgang weniger Menschen. Die Dreiecksform veränderte sich im Verlaufe von 1,5 Jahrhunderten schrittweise und entwickelte sich zu ganz spannenden Formen. Spulen wir zuerst einmal zurück ins Jahr 1918. Die spanische Grippe wütete damals überall, beispielsweise in den USA oder in Deutschland. Und natürlich machte sie auch um die Schweiz keinen Bogen. Es war jedoch nicht eine normale Grippe mit leichten Erkältungssymptomen. Nein, die spanische Grippe war heftig. Sie wütete in jeder noch so kleinen Gemeinde und forderte viele Tote. Insbesondere junge Männer und Frauen kämpften um ihr Überleben. Das war doppelt schwer. 1918 endete der Erste Weltkrieg. Aber die Bevölkerung litt damals an Hunger. Die Preise stiegen in den Kriegsjahren so massiv an wie seither nie mehr. Es war eine krasse Inflation. Eine Inflation haben wir letztmals in den Jahren nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine erlebt. Dabei wurden die Produkte immer teurer, egal ob Lebensmittel, Strom oder die Fahrradpreise. Fast alles wurde teurer. Die Konsumentenpreise gelten in der Schweiz dann als stabil, wenn sie weniger als 2% pro Jahr ansteigen. Die Schweizer Nationalbank betrachtet es als ihre wichtigste Aufgabe, die Preise stabil zu halten. Wir haben ein klares Mandat, die Preisstabilität zu gewährleisten und dabei der Konjunktur Rechnung zu tragen. Die Preisstabilität aufrechterhalten und alles daran setzen, dass die Nationalbank ihr Mandat und ihren Auftrag gut erfüllen kann. Das wichtigste Ziel im Jahr 2025 ist Preisstabilität. Sehr gute Antwort. Sie erledigen ihre Arbeit hervorragend. Es erfordert umfangreiches Fachwissen, Kompromissbereitschaft und Fingerspitzengefühl. Aber warum ist die Preisstabilität so wichtig für ein Volk? Stell dir das Ausmaß für dein Vermögen vor, wenn wir 10% Inflation hätten. Der Wert deines Geldes wäre nach 7 Jahren noch halb so viel. Auf der Webseite der Nationalbank steht, unter einer hohen Inflation leiden vor allem die finanziell schwächeren Bevölkerungsgruppen. Die Nationalbank hat deshalb den Auftrag, für stabile Preise zu sorgen. Im November 1918 war jedoch eine andere Zeit. Die Menschen waren gebeutelt vom Krieg und forderten endlich ihre Rechte ein. Sie demonstrierten für eine maximale Arbeitszeit von 48 Stunden pro Woche. Und eine Rente wollten sie auch endlich haben. Für die Schweiz kaum vorstellbar, kostete der Generalstreik von 1918 3 Todesopfer. Eine reduzierte Arbeitszeit kam bald, im Jahre 1919. Bis die Alters- und Hinterbliebenenversicherung eingeführt wurde, sollten jedoch noch 30 Jahre vergehen. Auf die Inflation folgte eine Deflation. Ja, die Nachkriegsjahre waren hart und ohne große Perspektiven. Im Nachbarland war es noch viel dramatischer. Das Volk litt und es entwickelte sich rasch eine Hyperinflation. Bald mussten ganze Geldbündel hingelegt werden, um auch nur schon Kleinigkeiten zu kaufen.
Im Juni 1923 kostete 1 Liter Milch 1440 Mark. Das Geld verlor von Tag zu Tag an Wert und im Dezember 1923 kostet 1 Liter Milch bereits unglaubliche 360 Milliarden Mark. Stell dir vor, wie viele Millionenscheine dafür hingelegt werden mussten. Das wurde auch für die Banken mehr und mehr zu einem Platzproblem. Es waren für beide Länder schlechte Zeiten. Und es überrascht nicht, dass schwierige wirtschaftliche Zeiten auch einen direkten Einfluss auf die Geburtenzahlen haben. Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau sank in den Kriegsjahren deutlich, erhöhte sich nochmals kurz und flachte dann weiter ab. Sie halbierte sich von über 4 auf unter 2. In den Kriegsjahren des Ersten Weltkrieges gab es in der Schweiz deutlich weniger Geburten. In Deutschland waren die Einschnitte des Ersten Weltkrieges auch Jahrzehnte später massiv zu sehen. Das lag mitunter natürlich auch an den hohen Opferzahlen, die der Krieg forderte. Traurigerweise wiederholte sich das Ganze. Und dies auf genauso dramatische Weise. Der Zweite Weltkrieg begann 1939 und endete 1945. 5 Jahre nach Kriegsende zeigten sich die Auswirkungen auch bei den jüngsten Jahrgängen stark. 1950 gab es über 1,3 Millionen 10-jährige Kinder. In den Kriegswirren kamen aber massiv weniger Kinder zur Welt. Und so gab es im Jahr 1950 rund 600.000 weniger 5-jährige Kinder. In der Schweiz verändert sich die Altersstruktur langsam hin zu einer glockenartigen Form. Die Menschen wurden älter und älter. In Deutschland zeigten sich die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auch noch im Jahr 2000 deutlich. Gab es damals noch über 1,2 Millionen 60-Jährige, waren die 55-jährigen Männer und Frauen nur mit etwas mehr als 700.000 vertreten. Und in der Bevölkerungspyramide zeigt sich dies dann mit einem großen Einschnitt. Wenn du mehr erfahren willst, warum die Geburten plötzlich massiv zurückgegangen sind und was zwischenzeitlich zu einem wahren Babyboom geführt hat, dann klickst du auf das Folgevideo.